Jemand fragte Debbie, if Reinhard would die before you, would you marry again? wenn Reinhard vor dir sterben würde, würdest du nochmals heiraten? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, friends. Hallo Freunde, Who's back in the studio? schaut, wer zurück im Studio ist. Daniel, and you brought me with him. Daniel, und er hat mich mitgebracht. We're here to talk about a really great subject. Wir sind hier, um über ein schönes Thema zu The sprechen. subject that God desires to do miracle. Es geht darum, dass Gott Sehnsucht hat, Wunder zu tun. I didn't choose the subject. Ich habe das Thema nicht ausgesucht. Karen, who is taking care of our social media, she told me I have to talk about this. Karen, die sich um unsere sozialen Medien kümmert, hat gesagt, ich muss darüber sprechen. No, this is perfectly fine. Aber das ist in Ordnung. I've been married for 36 years and I've been trained to listen and obey a woman. Ich bin seit 36 Jahren verheiratet und habe gelernt, einer Frau zuzuhören und zu gehorchen. I obey Karen, Also gehorche ich Karen, obey our videomaker Marcel, ich gehorche unserem Videoeditor Marcel, obey Daniel's lady Anna. ich gehorche auch Daniels Freundin Anna. It's good to learn to obey the ladies. Es ist gut, wenn wir lernen, den Damen zu gehorchen. Life is much more peaceful that way. Das Leben ist dann viel friedlicher. Did you learn something for your marriage now? Hast du etwas für deine Ehe gelernt, Daniel? Happy wife, happy Muitas life. lágrimas. Glückliche Ehefrau, glückliches Leben. Somebody asked Debbie, Jemand fragte Debbie, if Reinhard would die before you, would you marry again? wenn Reinhard vor dir sterben würde, würdest du nochmals heiraten? And Debbie is so funny. Debbie ist so lustig. She instantly responded without thinking. Sie antwortete sofort, ohne nachzudenken. She said, no way. Sie sagte, auf keinen It Fall. took me 35 years to train him. I don't want to start all over again. Ich brauchte 35 Jahre, um ihn zu trainieren. Ich möchte sicher nicht wieder von vorne I'm a beginnen. well-trained man. Ich bin ein gut ausgebildeter I Mann. hope you're not too religious, because if you are, this really offended you. Ich hoffe, du bist nicht so religiös, denn dann hat dich das beleidigt. But if you love Jesus, this will actually be very joyful for you. Aber wenn du Jesus liebst, wirst du dich darüber freuen. So here's the subject she has been talking about. So, hier das Thema, worüber wir heute sprechen. God desires to do miracles. Gott möchte Wunder tun. But I actually teach that God doesn't do miracles. Ich lehre eigentlich, dass Gott keine Wunder tut. So does he desire to do miracles or does he not do miracles? Sehnt er sich also danach, Wunder zu tun oder nicht? Well, both is true. Beides ist wahr. Look, Schau, there is always a heavenly point of view and an earthly point of view. es gibt immer einen himmlischen Standpunkt und einen irdischen Standpunkt. The Bible actually says that God did confirm the gospel with signs, wonders, and miracles. Die Bibel sagt, dass Gott das Evangelium durch Wunder und Zeichen bestätigt. So he did the miracle. Er tat Wunder. But that's only from earth, is from our human point of view. Aber das ist vom irdischen, menschlichen Standpunkt aus gesehen. Because God is a supernatural being, he's not a natural being. Denn Gott ist ein übernatürliches Wesen und kein natürliches. A supernatural being does something supernatural, it's not a miracle, it's natural for him. Wenn ein übernatürliches Wesen etwas Übersinnliches tut, ist das kein Wunder, das ist normal. Natural a ele. That's why when we see miracle, we go, whoa! Deshalb, wenn wir Wunder sehen, sagen wir, oh! Did you see this guy had a broken shoulder, now he moves the shoulder? Hast du gesehen, dieser Mann hatte eine gebrochene Schulter und jetzt bewegt es sie wieder. God doesn't go, whoa, how did I do that? Aber Gott sagt nicht, wow, wie habe ich das gemacht? God just says, oh, I just acted according to my nature. Gott sagt, ich handle einfach aus meiner Natur heraus. So God really desires to do miracles, miracles from our point of view. Gott sehnt sich danach, Wunder zu tun, Wunder aus unserem irdischen Standpunkt The heraus. Bible is full of that. Die Bibel ist voll damit. If you take the supernatural out of the Bible, you have to tear the first page out, the last page out, and most in between. Wenn du das Übernatürliche aus der Bibel nimmst, dann musst du die erste Seite herausnehmen, die letzte und die meisten dazwischen. A maior parte do que está no meio ali. So why is this deep desire in the heart of God to express his nature? Warum ist also dieses tiefe Verlangen in Gottes Herz, seine Natur zum Ausdruck zu bringen? And there are several different reasons. Es gibt verschiedene Gründe. Of course, the number one reason has to be his own nature. Der erste Grund ist ganz klar, weil es seine Natur ist. 1 John chapter 4 tells us God is love. 1. Johannes Kapitel 4 sagt, Gott ist Liebe. Not love how we define love. Nicht Liebe, wie wir sie definieren. Love that is patient, love that is kind, love that never seeks its own interest. Liebe, die geduldig und freundlich ist, nie die eigenen Interessen sucht. Love that wants everybody to have an amazing life. Liebe, die will, dass jeder ein tolles Leben hat.
Listen to me. God doesn't like you to suffer. Hör mir zu, Gott möchte nicht, dass du leidest. You know this. Hast du das gewusst? God never created pain. Gott hat niemals Schmerz geschaffen. You tell me what kind of pain was in the Garden of Eden, the perfect place God created. Sag mir, welche Art von Schmerz gab es im Garten Eden, diesen perfekten Ort, den Gott geschaffen hat? There wasn't any. Es gab keinen. Because God didn't create us to have pain. He created us to have pleasure. Gott hat uns nicht geschaffen, um Schmerzen zu haben. Er schuf uns, um Freude zu haben. Pain came into this world only when man chose to surrender to sin. Schmerz kam erst in diese Welt, als der Mensch sich entschied, sich der Sünde hinzugeben. You know, it's the devil that tempted man to sin. Es ist der Teufel, der den Menschen zur Sünde verführt It's hat, caused all the pain in this world. was all den Schmerz in dieser Welt verursacht hat. So God is the author of pleasure, the devil is the author of pain. Gott ist der Urheber der Freude, der Teufel der Urheber des Schmerzes. Because God is love. He wants you to have an amazing life. Denn Gott ist Liebe, er möchte, dass du ein wunderbares Leben hast. Jesus paid such a high price that we can have a life and life abundant. Jesus hat so einen hohen Preis bezahlt, damit wir ein Leben in Fülle leben können. So when God sees the suffering, the pain and the mess and the broken relationships that we have, Wenn Gott also das Leiden, den Schmerz, dieses Chaos und die kaputten Beziehungen sieht, die wir haben, there is a huge desire in his heart to express his love. dann ist ein riesiges Verlangen in seinem Herzen, seine Liebe auszudrücken. You know, there are Christians who have such a strange theology. Da gibt es Christen, die haben so eine seltsame Theologie, That God wants you to be poor. dass Gott möchte, dass du arm bist, He doesn't want you to have material things. dass er nicht möchte, dass du materielle Dinge besitzt, This is all worldly. dass dies alles weltlich ist. Listen, my friends. Hör zu, mein Freund. This theology is something I've really begun to really hate. I mean, abhor. Diese Theologie habe ich wirklich zu hassen begonnen. Ich meine zu I verabscheuen. tell you why. Ich sage dir warum. Because when I came to Brazil, I saw so many kids so destroyed by poverty. Als ich nach Brasilien kam, da sah ich so viele Kinder zerstört durch Armut. I've seen children sold for food. Ich habe Kinder gesehen, die für Essen verkauft wurden. Por comida. How are you going to tell them and say, listen, God wants you to be poor? Wie willst du ihnen sagen, dass Gott möchte, dass sie arm sind? What God doesn't want you to be is have a heart of greed, because that will destroy people and make others poor. Was Gott nicht möchte, ist, dass du ein gieriges Herz hast, denn das zerstört andere und macht sie arm. Porque isso vai fazer com que outros sejam pobres. God never wants us to love money, Gott will nicht, dass wir Geld lieben, but God wants us to have a life where we are in peace, we have what we need, we can advance the kingdom of God. aber Gott möchte, dass wir ein Leben in Frieden haben, was wir brauchen und das Reich Gottes voranbringen. God's heart breaks when he sees all the pain in this world, and ours should break too. Gottes Herz bricht, wenn er den Schmerz in der Welt sieht. Unseres sollte auch brechen. So God is motivated to do miracles by his own nature, which is love. Gott wird durch seine eigene Natur, die Liebe ist, motiviert, Wunder zu tun. So think about this. Denk darüber nach. Every time God sees pain, sufferings, and terrible things, he loves. Jedes Mal, wenn Gott Schmerz, Leiden und schlimme Dinge sieht, liebt er einfach. But love that is not expressed is not love. Aber Liebe, die nicht ausgedrückt wird, ist keine Liebe. Does it help me to go to a girl that's raped every day to say, hey, you little girl, I love you, and hug her? What does it help that girl? Was hilft es, zu einem vergewaltigten Mädchen zu gehen, es nur zu umarmen und zu sagen, wie sehr man es liebt? Was hilft es? Eu te amo. Vai ajudar ela em quê? Doesn't help anything. Das hilft gar nichts. If I express my love and do an action that is supernatural to this girl, Wenn ich meine Liebe zum Ausdruck bringe und etwas bewirke, das für dieses Mädchen übernatürlich take ist, her out of this environment, put in a beautiful hope of love, that's a miracle for this girl. nimm es raus aus dieser Umgebung und bringe es in ein schönes Zuhause der Liebe. Das ist ein Wunder für dieses Mädchen. Do you know, recently Debbie and I were at our orphanage. Kürzlich waren Debbie und ich im Waisenhaus. And they did a very special party for these kids. Sie machten eine ganz besondere Party für diese Kinder. 54 kids. 54 Kinder. And I was out there with the kids, running around, hugging them, having a good time. Ich war mit den Kindern, rannte herum, umarmte sie, hatte eine gute Zeit. And I kept looking for Debbie. Und ich suchte Debbie. And whenever I looked, she was somewhere in one corner just crying. Ich fand sie weinend in einer Ecke sitzen. Chorando. I said, why are you crying so much? Ich fragte, warum weinst du so viel? She said, seeing the children so happy, I cannot control my emotions. Sie sagte, wenn ich sehe, wie glücklich die Kinder sind, kann ich meine Gefühle nicht kontrollieren. Do you know, think about this. Denke immer daran. God is love. His love will always motivate him to do miracles. Gott ist Liebe. Diese Liebe wird ihn immer motivieren, Wunder zu tun. There is a huge desire in the heart of God to all day and all night do miracles,
to express His love towards us. Es gibt ein großes Verlangen in Gottes Herz, den ganzen Tag und die ganze Nacht Wunder zu tun, um seine Liebe zu uns auszudrücken. So many of us cannot receive a miracle because we don't believe how good God is. So viele von uns können keine Wunder empfangen, weil wir nicht glauben, wie gut Gott ist. If you would only understand that God doesn't want suffering, God wants pleasure. Wenn wir nur verstehen, dass Gott kein Leid will, Gott möchte Freude, Mas Deus quer que tenhamos prazer. Then we would understand that He's desiring all day long to intervene supernatural. dann würden wir auch verstehen, dass er sich wünscht, den ganzen Tag übernatürlich einzugreifen. O sobrenatural em tudo. He hates poverty. Er hasst Armut. He hates broken relationships. Er hasst zerbrochene Beziehungen. He hates wars. Er hasst Kriege. Why doesn't He just interfere and do it? Warum sollte er also nicht eingreifen und etwas dagegen tun? Isso em paz novamente. Because even though He's the owner of everything, He's given stewardship of this world to us. Denn wenn er der Besitzer von allem ist, hat er uns Verantwortung für die Welt gegeben. If we could feel the heart of God and the desires of God to do miracles, Wenn wir das Herz Gottes fühlen könnten und sein Begehren, Wunder zu tun, if we could allow ourselves to be channels of this, we could stop poverty, we could stop pain, we could stop sickness and suffering. und wir erlauben würden, ein Kanal dafür zu sein, könnten wir Armut stoppen, Schmerz stoppen, könnten wir Krankheit und Leid stoppen. Erradicar a fome e trazer outros milagres. God is looking for people who are willing to show and express His desires to do miracles. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, seine Sehnsucht nach Wunder zu zeigen und auszudrücken. He desires it so deeply, Er wünscht sich das so sehr, but He needs people who He can do it through. aber er braucht Menschen, durch die er das tun kann. Now I have a question. Jetzt habe ich eine Frage. Do you love enough that you desire to do miracles? Liebst du genug, um Sehnsucht zu haben, Wunder zu tun? Do you love people so deeply that when you see them in a mess, you realize there has to be a miracle and I will be the channel? Liebst du die Menschen so sehr, dass wenn du sie in ihrem Schlamassel siehst, erkennst, dass hier ein Wunder passieren muss und ich der Kanal sein will? Você é canal para a manifestação do amor de Deus nesse milagre aqui? God has the desire. Do you have it? Gott hat diese Sehnsucht, hast du sie auch? All of us who watch this have a deep desire in our heart to be an expression of God who desires to do miracles. Mögen wir alle, die hier zuschauen, diese tiefe Sehnsucht in unserem Herzen haben, ein Ausdruck Gottes zu sein, der Wunder tun möchte. And we can change our world. Und wir können unsere Welt verändern. Thank you guys for watching. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Share it with your friends. Teilt es mit euren Freunden. Subscribe if you haven't subscribed. So click the like. Abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Zeigt, ob es euch gefallen hat, indem ihr auf Like drückt. Thank you. Danke.